Wer ist für dich da, wenn es dir richtig beschissen geht? Jawohl, die ist ja ins CT gegangen. Es sind Menschen wie Lara, Krankenpflegerin auf der Intensivstation. Sie machen einen Knochenjob. Doch zu welchem Preis? Ich bin dann nach Hause gekommen, meine Tür aufgeschlossen und ich habe einfach nur noch geweint. Das war sehr schrecklich. Wir haben vor 2 Jahren einen Film gedreht auf einer Intensivstation. Eine Woche lang haben wir Lara begleitet. Sie hatte gerade ihre Ausbildung beendet und war eine der Besten ihres Jahrgangs. Es gibt ein Foto von uns. Das war in einer der wenigen Pausen. Ein paar Monate nachdem unser Film lief, hat Lara mir eine Nachricht geschrieben. Ich war echt ziemlich überrascht. Ausgerechnet Lara, die sich so für ihre Patienten ins Zeug gelegt hatte. Wenn jemand wie Lara hinschmeißt, dann frage ich mich, was läuft schief da in dem Job? Jetzt habe ich sie nochmal getroffen, um mit ihr über die Zeit damals zu sprechen. Während der Ausbildung hatte ich bereits starke Schlafprobleme. Also ich bin jede Nacht mehrere Male aufgewacht und das war nach einem Jahr im Schichtdienst für mich so belastend, dass ich wirklich mich nach einer Nacht normalen Schlafs gesehnt habe. Ich hatte das Gefühl, wow, wenn das jetzt nicht bald kommt, dann falle ich, glaube ich, bald um. Lara hat mich echt beeindruckt. Es gab in der Woche eine Patientin, ungefähr so in meinem Alter, die lag nach einem Sturz im künstlichen Koma und war in einem sehr kritischen Zustand. Okay, so. Ich nehme jetzt einmal bei Ihnen Blut ab, über den Zugang, den Sie schon in der Leiste haben. Ich nehme einmal die Decke weg. Es war nicht klar, ob diese Patientin wieder erwacht, ob sie wieder gesund wird oder ob sie vielleicht für immer ein Pflegefall bleibt. Sie merken davon auch nichts. Ich muss sie nicht pieksen oder so. Man weiß einfach nicht, ob sie was mitbekommen oder nicht. Und sie sind zwar jetzt sediert, also in einem künstlichen Koma, aber ich rede trotzdem immer mit denen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe erst durch Lara so richtig kapiert, was den Job der Krankenpflegerin eigentlich ausmacht. Ich erinnere mich, dass Lara teilweise 12 Tage am Stück gearbeitet hat. Das war auch bei den Dreharbeiten so. Ganz einfach aus dem Grund, weil sonst niemand da war, der es gemacht hätte. Personalmangel ist, glaube ich, das größte Thema. Einfach dadurch, dass sich der Personalmangel dauerhaft auf die anderen Kollegen auswirkt. Dadurch, dass man viel für andere einspringt, Schichten übernimmt, viel auch durcharbeitet. Und das, glaube ich, auch der größte negative Faktor ist. Warum gibt es so wenig Personal? Zum einen, weil immer weniger junge Leute nachkommen. Zum anderen, weil immer mehr Pfleger krank werden. Seit Jahren steigt die Zahl psychischer Erkrankungen in Pflegeberufen. Der Job macht die Pfleger krank. Was ist Ihnen? Olli, kannst du bitte mal die Ärzte anrufen? Ja. Eine Situation, wo ich definitiv gemerkt habe, dass wir zu wenig waren, war ein Tag, wo bei uns jemand eine Doppelschicht geleistet hat. Der hatte Frühdienst gehabt eigentlich ursprünglich und dann haben sich mehrere Leute noch krank gemeldet, die für den Tagdienst noch eingeteilt waren und diese Person ist dann von morgens um 6 bis abends um 9 geblieben und dann merkt man schon, okay, wir sind gerade an einem Punkt, das geht so nicht weiter. Wenn ich jetzt überlege, was ich noch alles vor mir habe und in meiner Schicht tun muss und weiß, es ist schon 11 Uhr, der Spätdienst kommt schon in einer Stunde, da muss ich mich schon beeilen, dass ich das alles schaffe, auf jeden Fall. In gewissen Situationen würde ich schon sagen, dass die Gesundheit der Patienten riskiert wird, weil man sich tatsächlich so sehr auf gewisse Sachen beschränken muss, dass man auch so an seine Grenzen kommt. Wenn man 12 Tage lang am Stück arbeiten muss und am 12. Tag vielleicht noch einen Nachtdienst hat, dann ist man wirklich auch körperlich am Ende seiner eigenen Grenzen. Dass man eben merkt, okay, dieser Patient, den kann ich heute Nacht nicht waschen, obwohl es eigentlich sein Recht ist, dass man auch Medikamente vielleicht nicht ganz so gewissenhaft aufzieht oder kleine Fehler machen, die einem gar nicht so bewusst sind, die natürlich nicht gemacht werden sollten, aber vielleicht auch doch passieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, der sich unbedingt ändern muss. So, ich wasche jetzt noch mal Ihr rechtes Bein. Okay. Das ist jetzt auch eine recht junge Patientin, wo wir quasi eigentlich nichts mehr machen können. Und
Das Einzige, was wir jetzt hier noch tun, ist, den Körper am Leben zu erhalten. Ein besonders ergreifendes Ereignis war ein für mich junger Patient, der gestorben ist. Der wurde angefahren und ist daraufhin gestürzt und wurde daraufhin nochmal zweimal überfahren. Und dieser Patient war nicht mal 20 und da hatte ich dolle mit zu kämpfen, das nicht mitzunehmen und darüber hinwegzukommen. Das waren auch Eindrücke, nicht nur psychische Eindrücke, sondern auch Eindrücke, die man sieht, wenn jemand mehrfach überfahren wird, wie dieser Mensch dann aussieht. Oder es gab eigentlich relativ viele Fälle, die ich niemals vergessen werde. Ich habe gemerkt, dass ich an einem Punkt war, dass ich nicht mehr konnte. Da war ich zu Hause und habe ein ganz langes Gespräch mit meiner Schwester geführt. Und ich bin dann nach Hause gekommen kurz vorher und ich habe meine Tür aufgeschlossen und ich habe einfach nur noch geweint. Und ich wusste, ich kann nicht mehr im Schichtdienst arbeiten. Ich kann nicht mehr den Tod und Krankheit sehen. Und dass, wenn ich so weitermachen würde, dass ich bald nicht mehr die Lara bin, die ich war oder sein wollte. Im Krankenhaus muss es dem Patienten gut gehen. Aber es muss auch dem Personal gut gehen, damit die einen guten Job machen können. Lara hat dann gekündigt. Und so wie ich sie kennengelernt habe, ist ihr diese Entscheidung verdammt schwer gefallen. Lara ist da übrigens kein Einzelfall. Von den 7 Leuten, mit denen ich in der Ausbildung unterwegs war, sind es noch 1 bis 2 Leute, die in dem Job tatsächlich geblieben sind. Und die jetzt noch in dem Job übrig sind, können sich nicht vorstellen, weiter zu machen, so wie sie es bisher gemacht haben. Ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwann mal als Patient auf eine Station komme, dann wünsche ich mir, dass da so jemand ist wie Lara, der sich um mich kümmert. Aber wenn das weiter so läuft, dann muss man ja froh sein, wenn da überhaupt noch jemand ist, der sich um einen kümmert. Übrigens, erinnert ihr euch noch an die Patientin vom Anfang, die im Koma lag? Die ist am Ende des Films wieder aufgewacht. So, wenn Sie noch mal die Augen aufmachen, klappt das schon? Okay. Sie atmen jetzt schon selbstständig, ja? Das bedeutet, die Maschine macht da gar nichts mehr. Und wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie bestimmt auch bald richtig wach. Okay, alles klar. Dann komme ich gleich wieder. Wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit Pflegekräften oder als Pflegekraft, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.